Hallo, in diesem Video möchte ich euch die Sicherheit und Tracking-Funktion der Fenix 6 vorstellen. Das ist aber eine Funktion, die mehrere Garmin-Uhren besitzen, also verschiedene Modelle. Ich möchte euch zeigen, wie man das Ganze einrichtet, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Ich möchte auch zeigen, wie man die Notfallkontakte pflegen kann und ich hoffe, ich kann euch in dem Video ein bisschen weiterhelfen. Viel Spaß! Als erstes müsst ihr bei eurem Kontakt, den ihr kontaktieren wollt, eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Hintergrund ist der, dass das Live-Tracking über E-Mail funktioniert. Das heißt, es wird, wenn ich die Aktivität starte, eine E-Mail rausgeschickt und dann bekommt der Empfänger eine E-Mail und da ist ein Link dabei, da kann er draufklicken, dann sieht er genau, wo ihr gerade unterwegs seid und kann quasi euer Live-Tracking verfolgen. Dann gehen wir als nächstes in die Garmin Connect App hinein. Und da gibt es hier Sicherheit und Tracking. Es ist so, wenn ihr das erste Mal reingeht, dann müsst ihr AGBs zustimmen, damit das Ganze funktioniert. Und ihr bekommt auch einen Guide, der euch zeigt, was ihr einrichten könnt oder was ihr hinterlegen könnt. Die Einstellungen sind jetzt ähnlich, beheißen auch gleich. Bei mir kommt es halt nicht mehr, weil ich habe zwar die App zurückgesetzt, aber das hat nicht funktioniert, da ich das schon eingerichtet hatte. Aber wie gesagt, von der Methodik ist es ähnlich und die Begrifflichkeiten sind auch dieselben. Aber es zeigt euch auch, wenn ihr was ändern möchtet, wie ihr das ändern könnt. Als erstes möchte ich in die Sicherheitsfunktionen reingehen. Die Sicherheitsfunktionen sind dafür da, dass wenn ein Sturz passiert oder ein Sturz, dass hier die Notfallkontakte per SMS kontaktiert werden. Hier kann ich einmal meine Informationen hinterlegen, also Namen, Ort und Bundesland, wo ich herkomme. Dann habe ich hier die Möglichkeit, die Kontakte auszuwählen. Also wenn ich hier auf Notfallkontakt bearbeiten gehe, kann ich hier die entsprechenden Kontakte auswählen, bei denen ich was machen möchte. Wenn ich jetzt meinen Kontakt nicht finde, dann habe ich auch die Möglichkeit, über die 3 Punkte hier oben einen Telefonkontakt zu wählen oder einen Kontakt zu erstellen. Also hier kann ich dann auch wirklich nochmal einen Kontakt erstellen, die Telefonnummer hinterlegen und die E-Mail-Adresse. Wenn ich hier einen Kontakt anlege, dann ist der auch fürs Live-Tracking steht zur Live-Tracking zur Verfügung, sofern halt eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Und indem ich hier auf Kontakte bearbeiten gehe, kann ich hier dann entsprechend die Kontakte auswählen und die werden dann aufgelistet. Das sind so bis zu 3 Kontakte. Als nächstes gehen wir in die Live-Track-Funktion und hier sehen wir schon, dass ich hier 2 Geräte zur Verfügung habe. Ein Edge 820, der unterstützt das, und die Fenix 6. Man kann hier auch Strecke anzeigen, ausschalten, macht aber für mich keinen Sinn. Also als allererstes aktiviere ich die ganzen Geräte mal. So. Dann gehe ich hier oben auf die 3 Punkte und dann kann ich hier ein paar Einstellungen vornehmen. Und da sieht man hier, ich habe hier die Möglichkeit oder muss quasi das aktivieren, auf E-Mail zu gehen. Und dann kann ich hier die Empfänger auswählen, welche diese E-Mail bekommen sollen. Und dann sehen wir hier, ich habe jetzt schon mir hier 3 Empfänger hinterlegt. 2 habe ich jetzt mal aus privaten Gründen verdeckt. Und hier unten habe ich jetzt hier die NDA-Adresse, die ich in den Kontakten ja schon gepflegt habe. Und dann kann ich hier sagen, zum Beispiel Empfänger hinzufügen. Und dann kann ich hier, ich habe hier noch einen Kontakt angelegt, YouTube-Test. Und dann bekommen diese 4 Adressen jetzt in Zukunft eine E-Mail, sobald ich eine Aktivität starte. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, ich glaube im Standardfall ist es sogar ausgeschaltet, Verfügbarkeit der Sitzung verlängern. Das Live-Tracking-Sitzung bleibt nach Ablauf der 24 Stunden lang verfügbar. Das habe ich immer aktiviert, da wenn es nicht aktiviert ist, dann wird sobald die Aktivität beendet wird, auch das Tracking beendet. Das heißt, der auf den Link klickt, sieht dann nicht mehr, wo ich bin oder beziehungsweise wo ich meine Track beendet habe. Sei es, wenn irgendwas passiert ist, aus was für schrecklichen Gründen auch immer, kann man das nachverfolgen, wo dann die letzte Sitzung war, beziehungsweise das letzte Mal GPS-Daten gesendet worden sind. Dann weiß man genau, wo der Standort war. Und es hilft da definitiv auch bei der Suche, wenn mal irgendwas sein sollte. Daher bevorzuge ich das tatsächlich eingeschaltet zu haben. Genau, wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier mit dem Edge 820 eine Aktivität starte, dann wird hier automatisch das Track gestartet, hier oben das von Strava's Bacon. Und dann kommt hier auch die Connect Track läuft, also die App-Meldung kommt und da kommt auch schon die E-Mail. Und der schlechten Tonqualität habe ich es nochmal nachvertont. Ich habe die Aktivität gestartet und da kommt auch schon Live-Track gestartet. Da wird die E-Mail rausgeschickt. Es kommt die Meldung in der Connect-App
und der Empfänger kann jetzt quasi sehen, wo man unterwegs ist. Der kann dann auf meine Live-Aktivitäten den Link klicken und dann kommt er auf diese Übersicht, wo wir gestartet sind. Der blaue Punkt zeigt dann, wo wir gerade sind. Und wenn wir unsere Aktivität beendet haben, kann er noch, wie gesagt, wenn wir die 24 Stunden eingestellt haben, 24 Stunden lang sehen, wo wir gelaufen sind, beziehungsweise auch, wo wir unsere Aktivität beendet haben. Ein weiteres nettes Feature ist, wenn wir die GPX-Daten importieren in Garmin und eine Navigation starten, dann kann der Empfänger sehen, wo wir laufen. Er kann dann sehen, wo wir sind. Also der blaue Punkt ist der Startpunkt, was wir gerade sehen. Da sind wir dort an diesem Punkt. Und die lilane Linie ist das, was wir laufen möchten. Und so kann er halt immer einschätzen, wie lange wir noch benötigen, bis wir ans Ziel kommen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ihr wisst jetzt, wie das Live-Tracking funktioniert, wie man das Ganze einrichtet. Ich habe euch mal gezeigt, wie es live funktioniert. Und ich hoffe für euch, dass ihr das nie braucht in irgendeiner Form und dass es einfach nur ein Sicherheitsfeature ist, das man einfach im Hinterkopf hat und weiß, man hat es. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und wenn ihr auch noch mehr tolle Videos über die Phoenix 6 sehen möchtet, dann kommt weiterhin auf meinen Kanal, lasst ein Abo da, würde mich freuen. Bis dahin, allzeit gutes Laufen, allzeit guter Sport, viel Spaß!